Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin CTO bei StatForce. Ich bin verantwortlich für unsere Kundenprojekte und auch für die technologische Weiterentwicklung des Unternehmens. Evologics ist ein Hightech-Unternehmen aus Berlin, das unter anderem Roboter herstellt, die auf dem Wasser fahren und mit Hilfe von Sonartechnologien versuchen, da Objekte zu finden. Also beispielsweise Schrott oder auch irgendwelche gefährlichen Dinge, einfach Untersuchungen unter Wasser. Am Uferrand sitzt dann ein Operator, der bekommt diese Sonarbilder in Echtzeit präsentiert und versucht darauf dann die Objekte zu erkennen. Jetzt ist es für das menschliche Auge aber schwierig, solche Objekte auf so einem Sonarbild zu identifizieren, da das ganz unterschiedlich ist im Vergleich zu normalen Bildern. Es können zum Beispiel die Objekte im Wasser ganz unterschiedlich reflektieren. Und deswegen war die Idee, diesen Robotern etwas mehr Intelligenz beizubringen und mit Hilfe von KI-Technologie den Operator dabei zu unterstützen, auf diesen Sonarbildern die Objekte leichter zu finden. Das klingt auf den ersten Blick einfach, ist es aber nicht, weil wir auf dem Sonarroboter eine ressourcentechnisch eingeschränkte technologische Umgebung haben. Das heißt, dieses Modell, was wir entwickeln, muss on the edge auf diesem Roboter laufen. Und das stellt natürlich ganz andere Herausforderungen, als wenn ich eine KI-Lösung habe, die jetzt zum Beispiel in der Cloud laufen würde. Auf der einen Seite haben wir eine Cloud-Infrastruktur aufgebaut, die skalierbar ist und die es vielen Benutzern parallel erlaubt, ihre Bilder hochzuladen, diese Bilder zu labeln und damit dann ihre eigenen spezifischen Modelle für den jeweiligen Anwendungsfall zu trainieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Algorithmus entwickelt, der es erlaubt, in Echtzeit diese Sonarbilder jetzt nach Objekten zu durchsuchen und wenn die Objekte dann gefunden werden, die entsprechend auf dem Sonarbild zu markieren, damit sie der Operator leicht erkennen kann. Und wir haben dann natürlich das Modell genommen und in eine bestehende Softwarelandschaft integriert, zum einen auf dem Bot selber, aber auf der anderen Seite auch in die bestehende Portallösung des Kunden hinein. In der Theorie wäre das natürlich möglich. Das hängt aber natürlich davon ab, ob wir entsprechende Trainingsbilder haben, damit wir unser Modell auch tatsächlich auf diese Suche hin spezialisieren können. Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, da das zum einen von der verfügbaren Menge an Trainingsdaten abhängt und von der verfügbaren Hardware. Typischerweise sind es aber so ein paar Stunden. Ja, dazu müsste ich jetzt natürlich erstmal wissen, wie schnell Michael Phelps schwimmen kann. Aber ich denke, der Sonobot hat im Vergleich zu Michael Phelps einen klaren Vorteil, denn er kann sich nämlich, während er auf dem Wasser fährt, auch nach unten gucken und da Dinge finden und er kann sich absolut ruhig auf dem Wasser halten. Wahrscheinlich sehr viel mehr, wenn ich es überhaupt finde. Beim ersten Mal habe ich auf so einem Sonarbild überhaupt nichts gesehen, geschweige denn, dass ich es dann auch noch klassifizieren kann. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn der Operator jetzt auf diesem Bild interessante Objekte markiert bekommt, um die sich genauer anzuschauen und dann zu überlegen, ist das jetzt ein interessantes Objekt oder ist es das nicht. Nein, da musst du dir keine Sorgen machen. Die Bilder, die hochgeladen werden in dieses Portal und die dann für das Training verwendet werden, sind erstmal nur in deinem Bereich. Man hat aber die Möglichkeit, diese Daten auch für andere Nutzer freizugeben, damit die mehr Trainingsmaterial zur Verfügung haben, um dann am Ende bessere Algorithmen und damit eine bessere Objekterkennung zu realisieren.